Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot und Skill Legends Royal. Wir befinden uns in der Heldenauswahl und ich dachte, vielleicht wäre das cool mit dem Tauren, aber wir hatten den Tauren ja schon. Dann nehmen wir mal irgendwas, was wir noch nicht hatten. Wir können ein paar Mal rollen. God of Vengeance, wir nehmen einfach den neuen Helden. Wie einfach kann es denn sein? Ja, der God of Vengeance. Was nehmen wir denn für ein Treasure? No pressure by the treasure. Ah, was unspannendes, aber Golden Shamrock gibt uns ein bisschen Early Eco. Ja, God of Vengeance. Wenn wir ganz viel HP verlieren, kriegen wir 10 Dodge-Punkte auf eine Kralle bei 40% HP. Das heißt, in den letzten Minuten unseres Lebens haben wir einen ordentlichen Dodge. Ansonsten ist unsere Ulti, dass wir Schild generieren in der Höhe von 3 mal unserem Dodge. In dem Fall, wir kriegen jetzt 60 Schild. Ihr merkt schon, wenn wir kurz vom Ende sind und die 10 Dodge extra kriegen und dann eine Ulti machen, wenn das 30 Shield mehr. Und wir schmeißen dazu noch einen Dolch, der 200 physischen Schaden macht. Ganz unabhängig von seinem Dodge. Dazu haben wir Attack. Ach, wir spielen ja gleich gegen den nächsten neuen Champ. Die Pyromantin, der Pyromancer, kriegt Energy für alle 10 Rage und macht 330 plus ihr Rage-Level oder ein Drittel ihres Rage-Levels als magischen Schaden. Die ist also OP. Nein, das vielleicht nicht, aber sie generiert ziemlich viel Energy und wenn man die auf Ulti skillt, dann tut das weh. Ja, ansonsten kann ich schon mal sagen, dass ich dieses Wochenende wahrscheinlich nicht so gut zu Aufnahmen kommen werde, weil ich leider Freitag heute lange arbeiten musste und normalerweise, ja, donnerstags nehme ich dann relativ viel auf schon. Das habe ich gestern aber nicht geschafft, aus arbeitstechnischen Gründen. Und ich bin am Wochenende unterwegs, das heißt, ich kann auch am Wochenende nicht aufnehmen. Ihr versteht schon. Da wird also alles ein bisschen weniger Content, dafür startet dann aber die neue Woche ab Dienstag. Dann kommt auch ein Ziff-Video etc. Spätestens, wenn ich nicht vielleicht auch noch am Wochenende was schaffe, mal gucken. Aber rechnet nicht damit. Dafür dann halt in der nächsten Woche. Jetzt jedenfalls unser God of Vengeance. Wir dodgen hier lustig vor uns hin. Der Gegner hat leider gerade unsere Ulti gedodged. Das ist das Problem damit, dass wir physischen Schaden machen. Den kann man halt dodgen. Aber er macht uns quasi überhaupt keinen Schaden. Wir haben 210 Shield generiert. Das war soweit so gut. Ich sehe gerade, wir haben keinen Heal. Heal Dodge ist natürlich immer schön. Dann nehmen wir halt Shield. Aber vor allen Dingen Dodge brauchen wir. Bin ich überraschend als Dodge-Charakter. Oh ja, mehr Attack. Wir haben kein Fury Mancer oder wie der heißt. Das heißt, wir können auch auf Fury gehen. Was heißt, gehen auf Dodge, Shield und Fury. In der Hoffnung, wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, mit der Fury-Shield-Kombo einigermaßen unbesiegbar zu sein. Ich meine, das hat beim letzten Video, wo wir den Silent Guard gespielt haben, leider nicht ganz so gut funktioniert. Aber in der Theorie funktioniert das ganz gut. Müssen wir mal schauen, ob wir es vielleicht besser hinkriegen. Ja, jetzt haben wir 30 Dodge, aber auch nur noch 100 HP. Und wie gesagt, kein Heal. Ja, da fehlte uns leider noch das letzte bisschen Damage. Das mocht aber nichts. Ja, wir wollen Shield haben. Wir wollen Dodge Shield vor allem haben. Na gut, Attack Boost muss man mitnehmen, ist klar. Base Rage muss man auch mitnehmen, ist klar. Könnten auch eigentlich noch ein bisschen Sprite mitnehmen. Mein Sprite kriegt, ja, er macht Shield. Ja, Sprite passt in die Kombo nicht gut rein, weil bringt uns eigentlich nichts. Also Sprite generiert Shield, das würde uns schon was bringen.
aber mit Sprite Dodge ist halt mehr HP für den Sprite. Und Sprite Rage ist, wir kriegen Rage, wenn der Sprite stirbt, abhängig von seinem HP. Das passt halt irgendwie, aber wenn wir viel HP machen, stirbt er halt nicht. Das heißt, er bringt uns hierfür nichts. Ja, schauen wir mal. Im Early Game hilft uns Sprite natürlich allein dadurch, dass er dann 150 Damage abhält. Das wollen wir eigentlich alles nicht. Könnte ich auch Sprite rausnehmen, aber das wollen wir eigentlich auch nicht. Magic Poker. Ah, ne? Dann ist der Weg klar und wir kaufen nur noch Dodge. Nein, da war Dodge. Einmal zu viel gerollt. Das bestraft oder wird sofort bestraft, sowas. Aber dann geht das hier auch einigermaßen fix. Wir brauchen 5-mal denselben Skill, um einen Random Skill aus dem Branch zu kriegen. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie Magic Dodge funktioniert, wie Magic Poker funktioniert. Was mir dabei auffällt, wir haben noch nicht einmal Dodge Sprite gefunden, aber wir haben auch keinen Dodge Boost bisher. Natürlich auch nicht optimal ist, den wollen wir eigentlich schon haben. Tja. Kann man nichts machen. Dann werden wir jetzt wohl erstmal Dodge hochknallen, bevor wir die anderen beiden hochmachen. Im Rage-Modus kriegen wir natürlich immer ein bisschen mehr Dodge. Jetzt kriegen wir nochmal ein bisschen... Oh ne, wir haben den Dodge wohl schon bekommen. Naja klar, 40% ist ja nicht 400 von 1190. Ah, da hat er leider gekrittet. Macht auch direkt 5 Schaden natürlich. Und jetzt kriegen wir keinen Dodge oder was? Wir haben doch eigentlich keinen an... Ja gut, er sucht noch anders. Auch Dodge. Auch eher Dodge-Charakter. Ne, ich werde jetzt erst Dodge haben. Aber ich finde keins. Dafür unendlich viel Shield. Ja, dann nehme ich... Dann skill ich jetzt trotzdem erstmal Schild. Ich natürlich jetzt die ganzen Dodges, ne? Ist klar, ist ja immer so. Ist immer dasselbe. Gegen den ist Dodge gut, gegen den ist Dodge gut, gegen den ist Dodge gut. Also, wir sind ja auch gar nicht so schlecht aufgestellt mit dem Dodge. Gut, dass der hier schon 5 Freeze Attack hat, ist natürlich völlig Banane. Das ist klar. Und hier sieht man, wie mittelmäßig Counter Attack ist. Da kommt unser Damage nicht mehr an bei Außen Freeze. Ja, gut. 1000 Freeze kann man mal machen. Wir waren auf Schild getrimmt. Naja, logisch, dass wir jetzt die ganzen Dodges kriegen. Oh, Schild. Oh, Pre-Battle Shield ist natürlich auch immer nett. Und wir kriegen Frost Shield gratis. Jetzt bleiben wir aber bei Dodge. Magic Dodge, ganz wichtig. Dann gleich Magic Dodge und ja, Counter Attack, denke ich mal. Das macht halt wirklich wenig Schaden, aber bei jedem Dodge 80 Schaden zurückschleudern, das kann natürlich auch schon was bringen. So ist nicht. Man hat auch einen Magic Dodge. Der hat aber schon 2 Dodge Boosts, der Lump. Er hat for free schon unser Dodge, den Dodge, den wir kriegen, wenn wir dann passiven Skill aktivieren. Die machen auch nicht besonders viel Schaden. Achso, der hat auch extrem viel Shield. Naja, gut. Wound ist auch nicht im Spiel, ne? Ne. Sollte ich nicht viel machen. Wir haben nicht einen Counter-Attack, der Schaden gemacht hat, aber gut, der hat offensichtlich Base Shield auf 5 oder so. Eine 800 Shield generiert. Tja. Wie so oft mit den Dodge-Charakteren läuft es bei uns nicht so richtig sahnig. Ach ja, Dodge ist einfach nicht unser Ding. Vor allem, wenn wir es nicht kriegen. Das macht die Sache immer deutlich schwieriger. Hier brauchen wir auch Shield Smash und wir brauchen halt Shield Dodge auf Max. Das haben wir alles nicht so hoch, aber das Gute ist, Shield Dodge können wir hoch machen, sowohl wenn wir
hier Shield stacken, als auch wenn wir Dodge stacken. Ist schon in Ordnung. Noch einen Freeze Dodge, dann hätten wir auch Freeze auf einer höheren Stufe. Das wäre auch gut. Es gehen echt alle auf Shield, ne? Vielleicht gehen wir nicht auf Shield, sondern auf Rage. Wir haben Magic Dodge. Möchte ich mal kurz anmerken. Problem ist, dass wir keinerlei Heal haben, ne? Also. Ja, 5 Damage schon wieder, es ist doch auch irgendwie nicht wahr. Ich bin ja fast kaputt. Der ist Shield, natürlich jetzt gut gewesen. Dodge Freeze, ne, wir haben Freeze hoch. Ja, nehmen wir Dodge Boost halt eigentlich gut, ne? Aber wir nehmen den Magic Dodge und Dodge Share. Freeze Damage. Natürlich ein bisschen Damage, den wir machen bei jedem Dodge, ne? Auch nicht schlecht. Mal nicht meckern. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich mit... Okay, er hat irgendwie kein Shield. Der hat keine Items. Naja, auch nicht schlecht. Ja, keine Items. Items hatte er keinen Skill. Das heißt, ziemlich viel Kohlen. Ich weiß nicht, ob der gerade irgendeine Challenge macht oder so. Aber okay. Wir brauchen was, was uns Geld gibt. Soul Elixir zum Beispiel gibt uns Geld. Gibt uns HP gibt. Geld haben wir hier mit so einem Vision. Uns 40 jede Runde. Und damit kriegen wir halt auch was. Ja, nehmen hier den Freeze mal mit. Gehen wir jetzt auf Freeze? Gehen wir auf Shield? Offensichtlich gehen wir auf Freeze gerade. Dann hört es auch auf. Oh, okay, noch ein Freeze Damage. Wir das so gut leveln. Ich muss halt eigentlich jetzt auch ein bisschen das Geld ausgeben, ne? Der kriegt bis 400, ja. Der geht auch auf... Nee, der geht noch komplett auf Attack. Oh, unser Freeze ist schon nicht schlecht, unser Dodge ist halt nicht ausreichend. Beziehungsweise unser Dodge ist gut, aber wir kriegen halt nicht genug Überlebensstats durch unseren Dodge, sage ich mal so. Ganz salopp. Und der Damage war nicht hoch genug. Und noch ein bisschen Freeze Damage mehr. Top. Wir beides gebrauchen, sage ich mal. Anti-Freeze gehen die auch nicht schlecht eigentlich, ne? Nehmen wir Fury Freeze. Dann nehmen wir hier die Frost Shell. Nehmen wir hier das Pre-Battle Freeze. Ja, ich sag mal, wenn der Dodge nicht will, ne, dann nehmen wir halt Freeze. Nehmen wir gleich Freeze Attack. Gut, der hat auch Freeze, aber okay, wir sehen, es leckt gerade ganz gut. Was die Sache für uns ziemlich schlecht macht. Wir nicht sehen, was passiert. Der macht auf jeden Fall einen ordentlichen Freeze. Und wir machen auf jeden Fall gar keinen Schaden. Keine Ahnung, was hier passiert. Jetzt scheint es ein bisschen... Wir haben scheinbar gewonnen. Möglicherweise. Ich habe hier gerade extreme Lags. Was nicht so optimal ist. Aber gut. Ja, Water Agility und so, das brauchen wir eigentlich auch alles. Deathmaster brauchen wir auch. Sagen, jetzt kommt kein Freeze mehr, ne? Aber Freeze Shield nehmen wir auch mit.
Auch weiter kein Ding nicht. Wieso kommt denn das immer? Das nehmen wir jetzt auch einfach mit. Wieso kommt denn das immer zusammen mit dem Persistent Freeze? Da brauchen wir eigentlich erstmal so richtig nichts von. Wir gehen weiter auf Freeze, dann gehen wir auf Frost Nova. Die Mystic Skill, der ist ja auch gut. Macht ja auch Damage. Wir müssen halt mehr Schaden machen, als dass der uns Schaden macht. Und das kriegen wir halt nicht hin, weil unser Freeze Damage nicht hoch genug ist. Und jetzt haben wir noch 8 Lebenspunkte. Haben nicht mehr so lange. 2 Runden, dann könnte es vorbei sein. Ja gut, das müssen wir natürlich nehmen, ist klar. Bleiben wir bei Dodgen. Shield Dodge, genau das, was wir brauchen. Dodge Share ist jetzt nicht genau das, was wir brauchen, aber auch nicht so verkehrt. Counter-Attack hätte ich gern noch. Insbesondere gegen den Kollegen hier. Unser Damage sowieso schon nicht ankommt. Wie gesagt, hier muss ich halt irgendwie lang genug überleben, dass der Freeze Damage durchkommt. Der geht ja einigermaßen, Instant ist nicht so richtig, aber der fliegt halt nicht, sondern trifft den Charakter direkt. Nicht hier. Während halt alles andere niemals ankommt. Okay, ich muss Frostnova nehmen. Muss ich Frostnova nehmen? Ja, ich muss Frostnova nehmen. Okay, wir haben einen Persistent Freeze, das heißt, jede Sekunde den Freeze Damage auslösen, das haben wir schon. Wir gucken jetzt gleich mal, was mehr Freeze macht. Persistent oder ob anders. Ob die Freeze Shell viel Freeze macht. Weil das können wir jetzt einfach verdoppeln. Das ist natürlich auch ein bisschen gegnerabhängig. Gegen sie wird es nicht so viel Freeze machen wie gegen die Attack Speed Kollegen hier. Der ist aber auch relativ Attack Speed getrimmt. Schauen wir mal. Oh ja, Frost Shield funktioniert ganz gut. Der Dodge ist gut. Jetzt kommt erst die Freeze Shell, das erste Mal. Die ist also zumindest gegen den nicht der Hammer. Aber Freeze Dodge deutlich besser. Hätte das gedacht. Ich eigentlich nicht. Persistent Freeze, na gut, 78. Wäre dann verdoppelt. Sicher gesagt nicht. Ah, wir nehmen das mal, ist günstiger, ne? Dann sparen wir hier mal eine Runde. Wir können nicht sterben, weil die alle nur 7 Schaden Max machen. Es könnten aber einige andere sterben, diese Runde. Also der könnte rausfliegen. Der ist unwahrscheinlich. Sie könnte rausfliegen, technisch gesehen. Und jedes Mal, wenn einer stirbt, kriegen wir durch Soul Elixir 3 Life. Also, das wäre schon zu unserem Besten. Ja gut, wir können sie jetzt raushauen, wenn wir ganz viel Glück haben. Zweifel das mal. Wir brauchen halt mehr Magic Dodge. Okay, wir haben genug gefreezed. Die Freeze Shell ist schlechter als das Level 2 Persistent Freeze. Krass, wir haben genug gedodged, damit Frostnova sie raushauen kann. Okay, Frostnova nehmen wir. War genau der richtige Step. Jetzt müssen wir surviven. Was haben wir hier? Freeze. Jetzt die Frage, surviven wir durch Shield oder durch Sprite? Gucken mal, was die anderen hier so haben. Dodge, Dodge, Attack, Shield. Sprite hat eigentlich keiner. Das ist bei uns aber noch ein weiterer Weg.
Ja, wir gehen mal auf Sprite und Dodge, wenn wir gerade schon dabei sind. Ich hätte noch weiter auf Dodge gehen, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ja, hier rüber. Re-Release. Oh. Nee, wir bleiben mal bei dem lustigen Gehen wir auf Dodge. Dodge 3. Aber wir haben unser Sprite ordentlich gefüttert. Okay, der Gegner macht jetzt Schaden, wir machen keinen. Oder was heißt keinen, aber nicht so viel. Jetzt machen wir langsam unseren Freeze Damage. Crit ist auch nicht im Spiel, ne? Weil Magie-Crit wäre nochmal ganz gut für die Frostnova. Wichtig ist, der Gegner macht uns halt auch keines übertrieben, aber kaum Schaden. Dodge machen wir, ne? Michelle, super. Mehr HP ist gut. Mehr HP von seinem Sprite ist gut. Dodge Boost ist Premium. Dann gehen wir hier weiter auf Sprites. Das nehmen wir jetzt einfach nur, um Sprite-Level abzuleveln, wie man so schön sagt. Das nehmen wir. Oh, wir sind schon wieder bei 14 HP. Oh, haben wir den gerade rausgehauen? Das habe ich realisiert so richtig. Oh, auch gut. Jetzt kommt der Kollege. Der hat noch keine Ulti. Allerdings Persistent Freeze auf Level voll. Das reicht aber nicht, weil wir ihn einfach Frostnovat haben. Wir kriegen zweimal 3 Life, weil die beiden raus sind. Shield Control ist natürlich auch eigentlich das, was wir wollen, aber wir nehmen mal Sprite Marble und kriegen noch mehr Freeze. Schade, dass die Sachen hier dann nicht gleich reinspielen. Wir nehmen mal Persistent Freeze mit. Wir nehmen den Dodge Boost natürlich mit. Wir nehmen Persistent Freeze gleich wieder. Warum? Weil unser Frostnova macht 50 Schaden plus die Current Freeze Stacks mal 2. Alle 2 Sekunden. Das ist dann halt schon ganz nett, wenn der Gegner dann auch ordentlich Freeze drauf hat. Ja, er hat Magic Dodge. Wieso geht der denn auf Dodge? Der hat 19 Dodge. Also der hat, glaube ich, 10 Dodge-Grund. Jetzt nicht so besonders viel. Er dodgt aber ganz schön ordentlich. Wahnsinn. Er hat 4 Frostnovas gedodged. Mit 19 Dodge. Naja, gut. Manche Leute haben halt im Lotto gewonnen. Shield ignorieren wir jetzt mal. Wir gehen auf Freeze Attack. Call Guard. Ja, wir ignorieren das jetzt. Wir hauen jetzt einmal den Freeze durch. Ich bereue das sehr gerade. Sehr, sehr doll. Wir hauen trotzdem einmal den Freeze durch. Vielleicht. Nein, da war ja Freeze. Dann wird er noch irgendwann unaufmerksam. Okay, Persistent Freeze top. Fury Freeze bekommen ist auch in Ordnung. Ja gut, der ist natürlich, der baut für jede 10 Schaden, den er kriegt, baut der Decks ab. Und er hat offensichtlich selber Frostnova. Die haben wir auch einmal gedodged. Jetzt habe ich Freeze eigentlich genug. Okay, dann brauchen wir nochmal Freeze Control. Wollen wir das noch hoch machen? Ja, ich will eigentlich den Freeze Damage noch haben. Ich darf. Möglicherweise darf ich aber auch nicht. Haben die denn noch Freeze jetzt? Der hat viel Attack. Auf Freeze Attack unter anderem. Ah, der hat noch viel Freeze, ne? Ja. Der hat noch ganz ordentlich Freeze. Da brauchen wir jetzt eigentlich Dodge nochmal. Gegen die beiden zumindestens. Die ja sehr auf physischen Schaden aufbauen. Und man darf nicht vergessen, hier das auf Stufe 4 reduziert physischen Schaden um 30%.
Ist schon ein bisschen was, 30%, sag ich mal. So, der andere Freeze-Boy ist raus. Und schwuppdiwupps schon wieder ein bisschen Freeze da. Freeze Ultimate brauchen wir eigentlich nicht. Das nehmen wir allerdings für den Call Guard. Ich möchte ja eigentlich Dodge noch voll machen, ne? Darf ich wohl nicht. Ja, dann nicht. Dann jetzt halt gleich Sprite Marble. Ich weiß nicht, ob wir den eigentlich überhaupt besiegen. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich den 3 Dodge noch. Der ist offensichtlich auf Ulti gegangen und auf Attack. Das reicht nicht. Okay. Wir haben aber mindestens noch eine Runde Zeit. Ich frage, ob wir brauchen noch ein bisschen extra Damage vielleicht. Oh, das ist aber auch letzte Runde. Sehe ich gerade. Jetzt, wo wir noch einen Punkt rein investieren könnten. Das hier groß weiterhilft. Könnten hier nochmal Agility machen. Ein bisschen HP. Okay, alles oder nix. Wir haben das noch ein bisschen gebufft. Wir machen noch ein bisschen mehr Schaden. Wir machen noch Shield Strike Schaden. Im Rage Mode, ja gut. Weiter, immerhin im Rage Mode haben wir noch ordentlich Dodge gekriegt, aber es hat nicht gereicht. Wir haben auch nur 7 Mal gedodged. Und der Gegner 8 Mal. Wir haben 54 Dodge, er hat 19. Ist sein Dodge? Ne, er wird viel Agility Shackles haben. Sonst kann ich mir das nicht erklären, warum ich so wenig gedodged habe. Dadurch auch wenig gefreezed. Dadurch Frost Nova Schaden. Ja, nur 4.500 Schaden. Ja. Da kann man aber sehen, was diese oder diese Konter-Skills alles so bringen. Also die sind schon auch echt nützlich. So, meine Lieben. Das war's. Das war der neue Champ. Wir waren auf Anhieb Zweiter geworden. Ist ja auch in Ordnung. Dann freue ich mich, dass ihr zugehört habt und zugesehen habt. Ich freue mich über jeden Kommentar, jeden Like, jedes Abo, jede Glocke, ihr kennt das Spiel. Alles, was ihr könnt, um diesen aufblühenden Kanal zu unterstützen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Und natürlich am allermeisten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut und einschaltet. Ja. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als euch ein herrliches Wochenende zu wünschen. Heute ist ja noch schön, es ist Freitag. Morgen soll es ja schon wieder mittelmäßiges Wetter werden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.